Diese Arbeit ist die erste Arbeit, die ich nach dem Verlassen der Akademie gemacht habe. Meine erste museale Ausstellung überhaupt habe ich in Krefeld gehabt, 1992. Dann kamen Teilgruppenausstellungen, als die Becherklasse als solches dann reflektiert wurde, kunstgeschichtlich. Dann habe ich auch noch ein paar kleinere Einzelausstellungen und sowas gehabt. Aber das war es eigentlich bis heute. Tja, dieses Werk zeigt ein Karree in Krefeld in einer der Haupteinkaufsstraßen. Ich habe eine Linie ausgeguckt auf der anderen Straßenseite, der ich dann mit der Kamera quasi sukzessive gefolgt bin, um zwischen den Bäumen immer jeweils einen Blickwinkel zu finden, dass jedem Haus eine Aufnahme gewidmet ist. Das letzte Foto kann man entlang der Lohstraße in die Tiefe blicken, um auch nochmal einen Eindruck zu haben, was dahinter passiert. Diese Arbeit ist die erste Arbeit, die ich nach dem Verlassen der Akademie selber dann gemacht habe. Ich habe eine Berufsausbildung zum Schriftsetzer gemacht in Remscheid und dementsprechend hatte ich mich an der Kunstakademie in Düsseldorf beworben für Buchkunst und Gestaltung. Also ich wollte genau das weiter studieren, was ich gelernt habe. In dem Bereich ging der Dozent von der Akademie weg. Und so kam ich nach der Candida Höfer wohl als der zweite überhaupt in die Klasse von Bernd Becher und habe dann da auch studiert. Das ist die eine Seite von Ed Ruschers großem Leporello von dem Sunset Strip, wo es darum ging, every building zu zeigen, egal wie. Seine Ästhetik ist ja aufgrund dessen, dass eben maschinell die Fotos erzeugt wurden, auch immer bei den Bildübergängen dann scherenscharf, indem die Autos dann auch quer durchgeschnitten wurden. Bei mir habe ich die Schere weggeworfen und nichts zusammengefügt, weil das dem Hinterkopf überlassen werden muss. Sonst wird es nicht dreidimensional. Wenn man unter einem gewissen Gesichtspunkt sammelt, dann hat das doch irgendwo eine Ähnlichkeit mit dem Begriff Konzept. Mehr auch nicht. Für mich ist der Blickwinkel dann 1980 anders geworden, als ich die Möglichkeit hatte, an den Krefelder Kunstmuseen anzufangen als Gestalter und Fotograf. Und dementsprechend habe ich dann plötzlich die früheren Kommilitonen zu Gast bekommen, um den Kataloge zu gestalten. Vielleicht nehme ich auch deswegen die Sache nicht so sehr wichtig, aber es ist einfach schön, dass es jetzt anerkannt worden ist. Dass der Raum mit der Klasse was zu tun hat und ich da Arbeiten von den Kommilitonen auch sehe und auch von den Bechers sehe. Also diese Zusammengehörigkeit, das ist für mich schön.